Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zurück. Wir sind hier auf dem Dingens. Huch, was mache ich denn hier? Wir sind hier in dem neuen Spiel, was 6 Monate gedauert hat zu programmieren. Und Coda wird immer depressiver. Wo kommt denn diese Insel her? Okay. Ist das eine Person? Wie schön! Ich habe schon so lange mit niemandem mehr geredet. Was ist los? Weißt du nicht mehr weiter? Ja, das könnte man so sagen. Ich habe überhaupt keine Ideen mehr. Wenn ich versuche, was zu schaffen, fühle ich mich so leer. Das finde ich gut. Okay. Oh nein! Was ist los? Hat sich was geändert? Da war eine Maschine, die mich angetrieben hat, oder? Ich suche nach diesem Motor, der mich einmal geschützt hat. Ich will ihn wieder anwerfen. Das klingt doch ganz plausibel. Oh. Moment, suchst du eine Maschine? Ich glaube, ich weiß, wo sie ist. Nicht weit von hier. Da musst du mich hinbringen. Kann ich machen. If the last game featured Coda talking explicitly about his creative frustrations, this one turns it up to 11. Now, put yourself in my shoes playing this. Here's a friend whose work is exhibiting signs of struggle, frustration, anxiety, depression, even. And yet, still, he keeps making games. He keeps throwing himself into the grinder even when he clearly doesn't have the energy for it anymore. Why? What is it for? Ja. Das ist natürlich... Naja, wir machen erstmal weiter. Kann ich machen, aber es gibt da ein Problem. Sie wird von einem schwierigen Rätsel bewacht, das Türrätsel. Wenn du mir helfen kannst, das Rätsel zu lösen, finden wir die Maschine. Abgemacht? Abgemacht. Es spielt keine Rolle, was ich eingebe. Abgemacht. Oh. Perfekt. Komm mit. Ich zeige es dir. Because from my perspective at the time and just what I knew of him, this was a result of how isolated he was. He was in his own little bubble, just sitting at his computer all day, not really showing these games to anyone, not releasing them onto the internet, and so he didn't have anyone outside of himself to connect with. He had no outlet to ground himself on. Ja, das sehe ich nämlich auch so. Hey, das kenne ich doch. Hervorragend. Kannst du mir helfen? Kannst du mir sagen, wie es geht? Zuerst musst du die Tür öffnen. Jetzt musst du die erste Tür schließen. Jetzt ist hier aber kein Dings, ne? Nee. Jetzt drücke einfach diesen Schalter hier. Zack. Ah! Das war ja einfach. Yourself out of loneliness. It doesn't work that way. You can't be the one writing both the questions and the answers. Then there's no movement. Then there's no circulation. If all of your anxieties are being channeled into your work, then if the work ever fails, you have no backup and you're just going to crash. Ja. Das war ja einfach. Ich weiß nicht, warum ich das vorher nie geschafft habe. Ja, ist eigentlich total crazy. Er schreibt das. Hallo? Da musst du mich hinbringen. Wo kommt diese Insel her? Hey, das kenne ich doch. Ich will ihn wieder anwerfen. Das sind meine Antworten. Ich weiß nicht, warum ich das vorher nie geschafft habe. So, da wären wir. Das hier ist keine Maschine. Vertrau mir. Wirst schon sehen. Du musst sagen, dass deine Arbeit einfach ist und Spaß macht. Du musst sagen, dass einfach ist und Spaß macht. Ich
Spiele zu programmieren. Und dass du immer liebst. Sicher, Spiele programmieren ist einfach. Klar, Spiele programmieren ist ein Klacks. Alter! Ah! Das ist herrlich. Aber das ist nicht wahr. Mach dir keine Gedanken, red einfach weiter. Sag weiter, wie einfach es ist, kreativ zu sein. Spiele zu gehen gibt mir so viel Energie. Ja, das ist gut. Weiter so. Really unhealthy to me. I was watching him do this to himself, and I hated it. I hated seeing him so trapped. It's like video games are not worth this amount of suffering. Ja, der Meinung bin ich auch. Wenn ich etwas mache, fühle ich mich richtig gut. Sprengt den Raum größer. This is someone I really cared about. And I used to get so much joy out of seeing him create. For him to suddenly become angry and frustrated like this, it was the worst thing for me. Es hilft mir alles nicht weiter. Geduld, vertrau mir einfach. Ich verspreche dir, dass das funktioniert. Weiter bitte. Opfer, die ich für die Arbeit bringe, sind es immer wert. Ja, das stimmt wohl. Ja, weiter, weiter, mach weiter, weiter, weiter. This is what I felt at the time. I don't know how else to explain it. I wanted it to stop more than anything. I had never felt so rotten. I needed more than I had ever needed anything for this to stop. Das Zimmer. But it didn't stop. Oh, After finishing this one, Coda takes another 7 months and comes up with a new game. Wird geladen. Mai 2011. Ginge das nicht nur bis 2011? War doch irgendwie so. Die Maschine. Heißt das Spiel so? Ach du Scheiße. Sieht aus wie bei Wolfenstein. Wolfenstein 3D. Wärter. Schön zu sehen, dass Sie gut angekommen sind. Wir haben die Maschine gefasst. Sie wartet nun auf Sie. Sie können nun mit dem Verhör beginnen, wann immer Sie möchten. Ich versuche schnell zu sein. Sehr gut. Allerdings hat jemand die Presse verständigt. Es kann also sein, dass wir hier mit etwas Interesse zu rechnen haben. Eins noch, was Sie über die Maschine wissen sollten. Sie nennt sich Coda. Presse. Okay. Werden Sie uns die Maschine zeigen? Wie haben Sie die Maschine gefasst? Okay. Die Maschine! And of course, it's the machine. Du hast angehalten. Deine Arbeit hat uns am Leben gehalten. Kannst du dir vorstellen, was die Leute da draußen wegen dir durchgemacht haben? Folgendes ist jetzt wichtig. Du musst rausgehen und dich bei ihnen entschuldigen. Überleg es dir genau. Ich weiß, wie ich dir wehtun kann. Ja, wie denn? Schraubenschlüssel. Na gut. Ich werde in deinen Namen zu ihnen sprechen.
Da ist schon die Pressemeute. Meine Freunde, ich habe leider schlechte Nachrichten. Die Maschine wird sich nicht bei euch entschuldigen. Die Maschine will nicht zugeben, uns absichtlich geschadet zu haben. Doch das spielt keine Rolle. Wir sind stärker, als sie meint. Wir werden einen Weg finden, auch ohne sie zu leben. Wir brauchen ihre Spiele nicht. Lasst uns Vergeltung üben. Lasst uns zeigen, dass wir keine Versager sind. Folgt mir. Wir werden die Maschine zerstören. Haha. Oh. Na, Spotlight an. Oh. Oh. Okay. So now the work is becoming self-destructive. And I'll tell you, at the time that I first played this game, shortly after he made it, here's what I'm thinking to myself. I'm thinking that code is stuck in his own head, and that it's having a very negative effect on him, and that all he needs to do is just start showing his work to people, to get some actual feedback on his games. It might get him out of isolation. And so, as I'm thinking this, I realize that I could be the one to initiate it. Because it would never occur to Coda to start actively soliciting feedback, so what if I did it for him? If he could see the difference it would make to have more actual conversations with other human beings, would that bring him out of his mental spiral? Would it give him confidence in himself? Would it bring meaning back into his work? Ja, das würde vielleicht helfen, obwohl ich jetzt mal sagen würde, ich bin jetzt kein Psychologe, aber ich würde sagen, die Psychose geht ja schon... Oh! So I started showing Coda's work to people. I took this one, and the islands which you just played, the theater, the notes, the house cleaning game, and some of the prison escape games. I brought them to people that I knew and trusted. I asked their opinions. And the great part is that they really loved his games. You know, the point of it all was just to give him some external reference point, but they genuinely loved his work. There was nothing for him to be afraid of. Okay. Runter mit der Waffe. Can you see why I felt like this was the right thing to do? Because it's the thing that I always feel like I need, to be told that my work is good, that I am good. When someone really connects with a thing that I've made, when they see themselves purely in my work, there's nothing that feels better. And I got to give that very same feeling to my friend. I did something... I really felt like I'd done something good, like I was a good person. I felt like there was a friend who was in trouble and was unhappy and maybe didn't like themselves, and I could fix it. If I could give him this gift, maybe I could fix the problem. When they told me how much they enjoyed his games, it was the best feeling. It was the absolute best feeling. It made me feel so happy. So beautifully, beautifully happy. Ja. So anyway, Coda finishes this game, and then really he just kind of takes off for a while. So this is June of 2011, and I didn't hear anything from him for several weeks, I guess. And
And so out of nowhere, one day I get an email, and it's got a private link to a new game of Coda's. This one is called The Tower, and to my knowledge, it's the last game that Coda ever made. So let's take a look. Ja. Das letzte Spiel von Coda, okay, mal gucken, ob er aus dem tiefen Loch rauskommen konnte. Der Turm. And this is where I have trouble saying anything meaningful about Coda's work. Because more than anything else, the tower just feels distant. It feels like it's trying to distance itself from the world. It's a very cold game. Ja. This room actually has a maze in it. Except that all the walls of the maze are invisible. And then every time you touch one of the walls, there's this awful flashing and noise, so the experience is really miserable. The game goes beyond not being meant to be played, it actually seems to despise the player for trying to play it at all. But I do want to show you the rest of the levels, so when you're ready to continue, press enter and I'll put a bridge over the maze. Okay, das ist ja richtig dumm. Aber jetzt, da sieht man mal wieder, Coda ist jetzt an dem Punkt, wo er sagt, er will gar nicht, dass sein Spiel gespielt wird. Man kann das sicherlich auch schaffen, aber na, sehr gut. Ja, crazy, wenn man als Spielentwickler sagt, ich möchte gar nicht, dass mein Spiel gespielt wird, aber ich programmiere es trotzdem. Das ist ja eine Art Besessenheit. Also, oh Gott. And to be fair, it's not like this is the first game that's needed some modification to be playable. Das stimmt Like allerdings. the house cleaning game. You know, that one used to actually loop the cleaning chores and you just cleaned a house forever. You had to cut it off so that you could exit the house and the game would actually end. But that game had an idea that it was actually trying to communicate. What's the deeper idea behind the invisible maze? The only way past this challenge is to randomly guess the 6-digit code. Was? Like the invisible maze, it's frustrating to me, because it's the opposite of everything else that Coda has made. It doesn't encourage thought or engagement. It doesn't ask anything of me, except a lot of my time. If I could have reached him during this time, then maybe I could have asked him, but I couldn't. I still don't really understand why this is here. I'll put the code on the ground for you here, though, so that we can move on. Okay, 151617. So, 1 5 1 6 1 7. Tschuck. Easy. Oh, ein Loch. The switch to open this door is actually on the other side of Was? the door, meaning that it's literally impossible to solve from this side. So even if you somehow brute forced your way through the first 2 challenges and you got to this point, there's actually just no way to progress. Hard. And it's scary for me, the idea of Coda cutting himself off entirely, just saying, you know, that's it, that's the end of the conversation, not giving me any way to fix the problem. I feel like a failure, I guess, when I can't fix the problem. But I can open this door for you, so let me do that. Okay. Ja, stellt euch mal vor, ey, ihr ratet den Code, ihr geht durch das unsichtbare Labyrinth und ihr geht, das ist wie gegen Wände laufen. Das ist, ja, wie es manchmal auch im Leben so ist, ne? Manche Sachen, die man halt nicht ändern kann, aber du rätst den Code des Zahlencodes, bist vorher durch dieses unsichtbare Labyrinth, durch auswendig Was I a lernen. failure for not understanding this game? I mean, I don't know why I would be. It's not like everything needs to have a solution.
but I feel it somehow. I feel like I failed, and I don't understand why. I remember, it's June of 2011, I'm playing this for the very first time, and as I'm playing, I'm thinking to myself, I don't know this person. I have no idea who this person is. It wasn't the guy I knew, it wasn't my friend. I had come to so many conclusions from looking at all of his work up to this point, and then suddenly none of them... I had been trying to, though. That was the thing. For years I was trying to get to know him, to understand who he actually was and what he stood for. I asked him so many times to please just tell me what his games mean to him. I asked him please to tell me what the 3 dots mean. Ja. And he wouldn't. Die 3 Punkte. Die sind uns ja auch schon aufgefallen. Geht das hier jetzt im Kreis? Nee, hier geht's weiter. Strange, ey. Das ist echt strange. Vielleicht will er einfach nur uns zeigen, wie er sich fühlt. Er selber auch nicht weiß, wer er ist. Psychologie. Achtung. Ein rosanes Licht. Why? Merkwürdig. Passt irgendwie gar nicht zum Farbstil. I just felt so strongly that if I could have connected with him, that if I could have somehow made his work my own, that I would finally be once and for all happy. It was that I needed to see myself in someone else. I needed to be someone other than me. But he stopped and left, and it felt somehow like I had failed. Okay, jetzt macht er sich hier die Vorwürfe. Where did I screw up? I'm the reason that you stopped making games, aren't I? It's because of what I did. I poisoned it for you. Lieber Davy, vielen Dank für dein Interesse an meinen Spielen. Ich möchte dich bitten, mich nicht mehr anzusprechen. Ernsthaft? Also, habe ich das jetzt richtig verstanden? Bin mir nicht so sicher gerade. Aber ist er quasi sowas wie der Erzähler, der mit uns gesprochen hat, ist quasi wie so eine Art Stalker, der den stalkt und die Sachen spielt? Und seine Spiele wurden so, wie sie sind, weil der ihnen immer gesagt hat, was er gut findet und was nicht? Also weil er immer alles rein interpretieren wollte? Oder was? I don't think I ever told you this, but when I took your work and I was showing it to people, it actually felt... it felt as though I were responsible for something important and valuable. Manchmal frage ich mich, ob du glaubst, ich mache diese Spiele für dich. Muss ich mal einen Schluck Kaffee trinken. Okay, das ist jetzt... Jetzt fühle ich mich angesprochen. Crazy. Manchmal frage ich mich, ob du glaubst, ich mache diese Spiele für dich. Ja, nee. Aber dann darf man doch trotzdem sagen, wenn einem was nicht gefällt, oder nicht? Ach, so kann man das natürlich auch sehen. Alle kritisieren die ganze Zeit Spielemacher und klick. Klick. wie die Tür gerade. Klick. Alter Schwede, ey. Okay.
Du bist mir dermaßen auf... And the Okay. people who played them, they treated me like I was important. They really listened and cared about what I had to say. Even though I was showing your work, I felt good about myself. Finally. For a moment, while I had that, I liked myself. Du bist mir dermaßen auf die Pelle gerückt, dass es durchaus möglich ist, dass ich irgendwann Lösungen in meiner Arbeit versteckt habe. Irgendwo zwischen den Spielen. Gäbe es eine Antwort, einen Sinn, würde dich das denn glücklicher machen? Würdest du aufhören, meine Spiele gegen meinen Willen anderen zu zeigen? Ihnen etwas zu geben, was du ihnen gar nicht geben solltest? Die eine Grenze zu überschreiten, die mich in Sicherheit hält? Könntest du bitte aufhören, meine Spiele zu ändern? Hör auf, irgendwelche Straßenlampen reinzusetzen. Okay, die hat er gar nicht selber reingesetzt. And then you stopped. And I didn't have anything left to show people. I just had to be with myself. And as soon as that happened, there was no feeling at all. Nothing. Less than nothing. What does that mean? Lass sie einfach so, wie sie sind. Wenn ich in deiner Nähe bin, wird mir sowas von schlecht. Du verlangst etwas, was ich dir nicht geben kann. Ich habe es einfach nicht. Es deprimiert mich nicht, wenn ich mal keine neuen Ideen habe. Diese Tiefs gehören einfach dazu. Die Tatsache, dass du mich für frustriert oder gebrochen hältst, sagt mehr über dich als über mich aus. Autsch. Scheiße. Fuck. Ich weiß, du verstehst das alles noch nicht. Das ist in Ordnung. Nicht mein Problem. Ja, schön. Aber ich hoffe, dass es irgendwann Klick macht und du diesen ewigen Kampf endlich beendest. I'm afraid that I did something really stupid because I don't like myself. Und dann wirst du auch verstehen, was ich meine. Doppelpunkt. Sag nichts. That's why I'm releasing this collection of your work. Is because I haven't been able to find any other way to reach you. I've tried everything. And so a part of me has hope that if I put this compilation out into the world, and if I put my name on it, that maybe enough people will play it so that it'll find its way to you, so that I can tell you that I'm sorry. I know I screwed up. If I apologize to you truly and deeply, will you start making games again? Please, I need to feel okay with myself again. And I always felt okay as long as I had your work to see myself in. I mean, is something wrong with me? Because I know that I did an awful thing, and I'm doing it again right now. Like, I'm showing people your work, but I can't stop myself from doing it. That's how badly I need to feel something again, like I'm an addict. There has to be something wrong with me. Can I apologize? What if I tell you I was wrong? Will that work? Will that fix it? I don't know. I don't think it will, but there's nothing else that I can do. Just tell me what you want. I'm sorry. I'm sorry. Please, start making games again. Please help me. Please give me some of whatever it is that makes you complete. I want whatever that wholeness is that you just summoned out of nothing and you put into your work. You were complete in some way that I never was. And I want to know I want to know how to be a good person. I want to know how not to hate myself. Please. I'm fading, and all I want is to know that I'm going to be okay. Alter.
Epilog. Okay. Crazy shit. Ja, das ist... Wir gucken erstmal. More love, more praise, more people telling me that I'm good. Always more. It's like a disease. Solution. I guess if someone had told me ahead of time that he just really enjoyed making prison games, maybe I wouldn't have thought he was so desperate. I wouldn't have told so many people that he was depressed. Maybe he just likes making prisons. Ja. Muss ja auch nichts Schlechtes sein. Prison Architect ist ja ein super Spiel. Even now, the disease is telling me to stop. Don't show people what a shitty person you are. They'll hate you. War's das? If I knew that my life depended on finding something to be driven by other than validation, what would that even be? It's strange, but the thought of not being driven by external validation is unthinkable. Like, I actually cannot conceive of what that would be like. What now? I think I need to go. And I'm sorry, because I know that I said that I would be here and I would walk you through this, but I'm starting to feel like I have a lot of work to do. I have a lot that I need to make up for, and so I'm just gonna... Okay. Crazy. Ist er jetzt weg, der Erzähler? Puh, alter Scheiße. Merkwürdig. Also,
Muss natürlich jeder selber wissen, wie man das alles interpretiert, aber also ich finde, hier steckt in dieser Geschichte, in dieser kleinen Geschichte, in diesem Spiel, wenn man Spiel nennen kann, finde ich aber schon, steckt so viel drin. Ist echt erstaunlich. Kann man so viel mitnehmen. Zum Beispiel Handtücher. Nein, Spaß. Das Licht am Ende des Tunnels. Tja. Passender kann es, glaube ich, kaum sein. Der Strahler, der unser Leben beendet und damit auch das Spiel. Ja, schauen wir mal, was passiert. Vielleicht schweben wir. Das war mir klar. Schade. Ich dachte, man sieht die Welt nochmal von außen. Da. Ja, was soll man dazu sagen? Verdammt cooles Spiel. Verdammt spielenswert. Hammer. Hammermäßig. Turn back. Turn back from this cave. You said, let me prove that I'm brave. Let me keep going. But the cave goes for miles and miles and miles. And you're so tired, but I know that you're strong. So turn back, turn back. Tja, das war's. Wow, ich bin noch ein bisschen geflasht. Ich habe das natürlich an einem Stück durchgespielt jetzt und das sind viele Eindrücke, die da, also wo man auch noch, ich werde es vielleicht nochmal spielen, weil ich muss das nochmal auf die Reihe kriegen mit dem Erzähler, also der sich ja dann quasi uns angesprochen hat, als würde er uns, es ist so crazy, fucking crazy. Das muss man, glaube ich, erstmal sacken lassen. Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr dazu gerne auch was in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, was eure Vermutung ist. Vielleicht habt ihr es auch selber gespielt, das kann ich auch jedem nur empfehlen. Am besten hätte ich gleich am Anfang hinschreiben sollen, Warnung, bitte spielt das Spiel selbst. Weil es ist echt super spielenswert. Man macht zwar nicht viel mit der Maus, aber erstens denke ich, man sollte den Entwickler unbedingt unterstützen, damit es mehr solcher Spiele gibt. Und zweitens denke ich, es wäre, man fühlt sich halt doch mehr angesprochen, wenn man das selber spielt. Auch wenn es nur das Umsehen und das Bewegen ist. Naja. Ja, ich bin angefixt. Ich glaube, ich mache mal nochmal, ich werde auch mal nochmal The Stanley Parable spielen. Und das werde ich dann vielleicht auch aufnehmen. Mal gucken. Vielleicht hole ich mir dafür auch noch ein zweites dazu, den Markus oder so. Wir werden sehen. Ja, in diesem Sinne, meine Freunde, Main bleiben und psychological Dingens.
Mindfuck. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.